Welche Rolle spielt der Luftdruck beim Trompetespielen? Das hat Walt gefragt und möchte gerne Aufklärung diesbezüglich. Das gibt's natürlich gerne in diesem Frage-Antwort-Video. Hallo und herzlich willkommen bei Nico Leikam Trompetentraining. Mein Name ist Nico. Der Luftdruck bzw. der Luftstrom und somit auch die Luftgeschwindigkeit treffen natürlich gegen unsere Lippen. Somit baut sich im Körper Druck auf. Je nach Tonlage ist der Druck eben stärker oder eben schwächer. Die Lippen schwingen dann dementsprechend langsamer für tiefe Töne und etwas schneller, sobald es eben dann in die hohen Töne reingeht und dementsprechend natürlich schnell, wenn wir hoch spielen. Dementsprechend gibt es natürlich ein ganz klares Gleichgewicht zwischen Luftdruck, Luftstrom also, und der Lippengeschwindigkeit bzw. auch der Anspannung der Lippen, denn dementsprechend muss man natürlich dem Druck auch standhalten können. Ziel ist immer, dass unsere Lippen immer nur so stark angespannt sind, dass der Luftdruck, unser Luftstrom eben ins Mundstück und somit ins Instrument geht. Und auf jeden Fall unser Ringmuskel zum Mundstück absolut abdeckt bzw. dicht hält, damit wir eben keinen Luftdruck verschwenden und dementsprechend unsere Trompete mit dem ausreichenden Luft bzw. der Schwingung unserer Lippen versorgen, dass es eben vorne auch vernünftig klingt und die dementsprechende Tonhöhe zum Klingen kommen kann. Das heißt also, wenn wir tiefe Töne spielen, haben wir natürlich ein ganz anderes Druck- bzw. Schwingverhältnis unserer Lippen, wie wenn wir zum Beispiel eine Oktave höher oder dementsprechend noch eine Oktave höher spielen, wenn wir zum Beispiel C1, C2 oder C3 nehmen. Das heißt, wenn wir diese Töne spielen, bin ich ziemlich locker von den Lippen und die Luft fließt auch sehr, sehr weich. Das heißt, dort entsteht wenig Luftdruck im Körper. Wenn ich den Luftdruck jetzt erhöhe, dann wird in dieser Lage die Trompete lauter. Die Lippen schwingen aber immer noch in dieser gleichen Frequenz, dementsprechend kommt eben auch das C auf der Trompete vor. Man hat natürlich dann dementsprechend auch etwas Abweichungen, wenn wir Stimmgerät nämlich zur Hilfe nehmen würden, uns das vor uns hinstellen und dann zum Beispiel diese Crescendo- oder Decrescendo-Übung machen, merken wir, dass diese Nadel natürlich dementsprechend reagiert. Dazu müssen wir dann unsere Lippen dementsprechend unsere Spannung einstellen, damit die Intonation eben gleich bleibt. Das heißt, nicht zum Beispiel durch das lauter werden dann auf einmal die Trompete höher wird, beziehungsweise tiefer wird, oder wenn wir die Luft wieder wegnehmen, dann auf einmal das Gleichgewicht nicht mehr stimmt, die Lippen sind zu stark angespannt und auf einmal geht die Intonation stark nach oben. Also da unbedingt immer darauf achten, wenn ihr solche Übungen macht, wie zum Beispiel dieses Crescendo, Decrescendo mit Stimmgerät, dass ihr darauf achtet, dass die Nadel sich im grünen Bereich befindet und nicht links und rechts extrem beginnt auszuschlagen. Also natürlich immer gut hinhören, Ohren auf beim Trompete spielen. Wenn wir jetzt eine Oktave höher gehen, haben wir natürlich ein anderes Druck- und Schwingverhältnis der Lippen. Das heißt, wir haben etwas mehr Druck im Körper und den lassen wir dementsprechend über unsere geschlossenen Lippen ab. Die schwingen jetzt schneller, das heißt, sie müssen auch etwas stärker gegenhalten, damit eben die Luft wieder ins Instrument reingeht, wie gerade eben schon erklärt. Im Vergleich. Ein ganz anderes Verhältnis. Wenn ich jetzt noch eine Oktave höher gehe, also der klingt jetzt etwas zu tief, aber es liegt am Mundstück, das bin ich nicht gewohnt. Dann kann man einfach ganz genau in seinen Körper reinfühlen, wo entsteht denn dieser Druck, wo entsteht denn die Kraft im Körper. Ich habe ganz genau gemerkt, dass beim C3 oben das Zwerchfell viel aktiver die Luft nach außen gedrückt hat, als eben beim C1 bzw. C2. Und auch da kann man natürlich dann so Oktafübungen machen, wie zum Beispiel C, C2, C3, wie gerade eben schon. Und dann geht man Halbton höher auf Cis, auf D, auf S, auf E und so weiter und so fort, damit man eben ganz genau merkt, wie ist denn dieses Druckverhältnis. Man darf eine Sache nicht machen, und zwar in einer hohen Lage brutal beginnen, ins Instrument hineinzupusten. Das heißt, wir nehmen den Faktor Luftmenge, damit wir die
Tonhöhen dementsprechend erreichen, dann wird es nur laut und der Ton wird unkontrolliert und mischt sich auch nicht mehr gut, beziehungsweise man drückt das Instrument mit dem Mundstück stark gegen die Lippen. Natürlich ist es so, dass man bei den hohen Tönen natürlich etwas mehr Kontraktion unserer Muskulatur haben, das heißt, wir müssen dem Druck ja standhalten, aber das hat in erster Linie nichts damit zu tun, dass wir unser Instrument und unser Mundstück gegen die Lippen drücken sollten, sondern wir sollten vielmehr beim Üben unsere Muskulatur stärken. Da gibt es ja unterschiedlichste Trainingsgeräte, beziehungsweise der erste Schritt ist ja immer erstmal Trompete spielen und so die Muskulatur trainieren und dann kann man sich auch die Hilfsmittelchen dazu nehmen, wie zum Beispiel Warburton Pete oder Lippenexpander, um die Muskulatur eben zu stärken, damit sie dann dementsprechend dem Luftdruck, der im Körper entsteht, auch gegenhalten können. Also nicht verwechseln mit, ich drücke das Instrument stark gegen die Lippen und kann dementsprechend dem Druck standhalten. Da arbeitet man nur gegen seine eigene Muskulatur und wird schnell platt und das ist der falsche Weg. Natürlich versucht man das auf diese Art und Weise, aber ich kann euch eine Sache sagen, das ist erstmal die falsche Herangehensweise. Wenn ihr dann oben beim C3 euch etwas nach oben bewegt, haben wir natürlich immer ein anderes Verhältnis von Druck zu Lippenkraft, aber nicht das Instrument brutalerweise gegen die Lippen drücken. Also da ganz klar separieren und differenzieren, welche Kraftpunkte benötige ich, also Luftdruck, Lippenspannung, die schnellere Frequenz bringt mich dann auch auf eine andere Tonhöhe und dementsprechend habe ich natürlich auch die Muskulatur angespannt, dass die Luft auch ins Instrument geht und zum Mundstück eben dicht hält. Aber nicht damit die Abkürzung nehmen und das Instrument gegen die Lippen drücken. Also wenn wir zum Beispiel so eine Oktavübung machen. Und dann habe ich oben auch das F erreicht und dementsprechend kann ich natürlich dann trainieren. Also man merkt ganz deutlich, dass viel Druck im Körper ist, dass eben auch viel Lippenspannung notwendig ist, eben oben dann beim E3, F3 und so weiter und so fort die Töne noch gut zu bekommen. Und je nach Trainingseffekt kann man natürlich dann dementsprechend auf diese Punkte eingehen und diese eben trainieren. Da gibt es mittlerweile verschiedenste Trainingsgeräte, wie zum Beispiel auch dieses Compression Training System CTS. Da gibt es aber nochmal ein separates Video dazu, aber das habe ich zurzeit auch hier in der Testphase bzw. trainiere damit, um eben den einen oder anderen Faktor für mich herauszukristallisieren, um eben die Töne nach oben weiterentwickeln zu können, aber auch, dass ich meinem Körper beibringe, eben diesem Luftdruck standzuhalten, der Muskulatur, die Muskulaturstärke, damit eben solche Frequenzen, solche Tonlagen eben möglich sind. Aber je nachdem erstmal natürlich separieren, Luftdruck, Lippenspannung, Lippenschwingung, Luftgeschwindigkeit, das sind so die Faktoren. Und erst später gehen wir dann in die Tonlage hinein, also da, wo es wirklich dann extremer wird, also C3 aufwärts, F3, G3 und so weiter und so fort. Und je nach Training können wir dann dementsprechend unseren Tonraum nach oben eben erweitern. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Thema Luftdruck weiterhelfen wollt und lass am Ende noch ein Like und ein Abo da für dieses Video, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.